Ja, herzlich willkommen beim Open Innovation City Projekt in Bielefeld aus der Bielefelder Altstadt. Bielefeld liegt in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Ostwestfalen. Und wir haben hier ein ganz tolles Projekt. Es geht um Open Innovation, offene Innovationsarbeit. Wir wollen die Stadt öffnen für neue Innovationsökosysteme. Wir wollen die Stadt auch präsenter, sichtbarer machen im internationalen Kontext. Wir wollen inspirieren, wir wollen verbinden und wir wollen auch ermöglichen. Und das Inspirieren gelingt uns durch die Themensetzung. Das Thema der frugalen Innovation steht bei uns ganz groß auf der Agenda, gerade so im industriellen Bereich, im industriellen Kontext ist es für uns ganz wichtig. Denn wir sehen einige Treiber in der Zukunft, Herausforderungen, die dazu führen werden, dass das Thema der frugalen Innovation gerade im Maschinen- und Anlagenbau relevant wird und auch im Industrie 4.0 Kontext definitiv. Was sind frugale Innovationen? Frugale Innovationen kommen aus der Hindi-Sprache und da gibt es ein Wort, das heißt Jugaad. Und Jugaad bedeutet übersetzt das Herstellen effektiver Lösungen mit sehr begrenzten Ressourcen. Das bedeutet also, in Indien gibt es sehr viele Hindernisse wie eine schlechte Infrastruktur, dezentrale Krankenhausversorgung, Stromausfälle und ähnliches. Und dort gilt es natürlich dann auch mit den zu wenigen zur Verfügung stehenden Ressourcen das Bestmögliche rauszuholen und effektive Lösungen auch mal zu entwickeln. Wir hier in Deutschland sind natürlich im Maschinenanlagenbau Hightech Manufacturer und Hightech-Segment ganz stark und das soll auch weiterhin so bleiben. Nur ist es schon so, dass wir Deutschen doch recht häufig zum Over-Engineering tendieren. Das heißt doch eher eine Funktion mehr als zu wenig hinzuzufügen bei Produkten und Maschinen und Anlagen und so auch die Benutzerfreundlichkeit darunter leiden könnte. So kommt der VDMA zum Beispiel in seiner Studie zur Erkenntnis, dass der Großteil der chinesischen Kunden für Maschinen und Anlagen, deutsche Maschinen und Anlagen, nur weniger als 70% der zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt. Das bedeutet also, der chinesische Kunde bekommt damit kein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich signifikant auch Kosten gespart werden könnten, wenn man diese Überfunktionalität, die der Kunde gar nicht benötigt, wo der Kunde dann nicht mehr im Zentrum steht, einsparen könnte im Produktentstehungsprozess. Das heißt, schon im Design darauf achten, den Kunden schon im Design, im Open Innovation Prinzip auch mit einzubeziehen, wirklich die Bedürfnisse des Kunden zu decken, anstatt neue vielleicht auch künstlich zu wecken und so halt Überfunktionalität einzusparen, Kosten einzusparen und das Produkt grundsätzlich bediener- und benutzerfreundlicher zu machen. Ja, welche Eigenschaften haben denn frugale Innovationen? Das würde ich gerne anhand eines Beispiels durchspielen. Und zwar gibt es da bei den frugalen Innovationen ein wunderbares Beispiel hier aus der Region, aus Hasewinkel von der Firma Klaas. Das ist ein Landmaschinenhersteller. Die haben Ende der 80er Jahre haben sie auf die Landkarte geguckt, auf die Weltkarte und haben gesehen, oh, wir sind ja irgendwie gar nicht in Indien vertreten. Da würden wir gerne auch mal in den Markt reinstoßen. Da sind vielleicht noch Absatzpotenziale da und sie sollten Recht behalten, denn sie haben dann mit indischen Ingenieuren zusammen ein auf die Reisernte in Indien zugeschnittenes Produkt entwickelt, den Crop Tiger. Und das ist zu einem großen Erfolg geworden. Der hat sich mittlerweile mehr als 15.000 Mal verkauft und ist innerhalb, so sagt es der Vizepräsident von Klaas Indien, innerhalb aller Produktsparten von Klaas, das Produkt mit der profitabelsten Marge. Das heißt also, auch im Hightech, im hochqualitativen Bereich sind frugale Innovationen eine Lösung, um auf die Bedürfnisse einzugehen und dass sich das dann auch wirtschaftlich auszahlt, frugale Innovationen in Betracht zu ziehen. Gut, jetzt kommen die Eigenschaften. Wir haben einmal die Eigenschaft der Funktion. Das bedeutet also, dass diese Überfunktionalität verhindert werden sollte. Dann haben wir die Eigenschaft der Robustheit. Die Robustheit, dass robuste Materialien verwendet werden. Zum Beispiel in diesem Crop Tiger gibt es keine Verglasung, dort gibt es keine Klimaanlage, da wird dann damit auch Sprit gespart.
Das kommt dann der auch schlechten Infrastruktur in Indien zugute. Dann haben wir die User-Friendliness, die Benutzerfreundlichkeit, die ganz wichtig ist. Das hatte ich eben schon mal erwähnt, was gelingen kann durch eine gewisse, ein gewisses Design, was sich nicht orientiert an der Funktion primär, sondern an der Usability. Das heißt, Form follows use, not function. Und dann hat man das dritte ist Growing, das heißt also auch, dass die frugale Innovationen sich wachsend zeigen, dass sie erweiterbar sind, dass sie modular sind, dass sie auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft auch reagieren können, proaktiv und den Entwicklungen auch entgegenkommen können, ohne dass man ein ganz neues Produkt entwickeln müsste. Das nächste wäre Affordability, das heißt grundsätzlich sind frugale Innovationen günstiger, weil man halt auf diese Überfunktionalität auch verzichtet. Und als letztes wäre es dann Local, ganz wichtiger Punkt, dass diese frugalen Innovationen auch lokal angepasst sind. Bei der Reiserntemaschine von Claas, dem Crop Tiger in Indien zum Beispiel, dieser läuft dort auf Ketten. Wenn er auf Rädern laufen würde, würde er wahrscheinlich nach ein paar Metern nicht mehr zu sehen sein. Die Bertelsmann Stiftung und das Fraunhofer ISI haben eine Studie durchgeführt, in der verschiedene Szenarien ermittelt wurden, inwieweit Chinas Hightech-Strategie Made in China 2025 den deutschen Maschinen- und Anlagenbau treffen wird. Sie kamen zur Erkenntnis, dass in den meisten aller Szenarien der deutsche Absatz an Maschinen und Anlagen stagnieren könnte oder sogar sinken könnte bis zum Jahre 2030. Das bedeutet, es müssen auch schon frühzeitig alternative Märkte entdeckt werden oder erobert werden von deutschen Maschinenanlagenbauern. Und da sind frugale Innovationen ein probates Mittel, gerade für Schwellenländer und gerade dann, wenn dort auch die Kaufkraft infolge der steigenden globalen Mittelschicht wächst. Der zweite Punkt ist das Thema der Nachhaltigkeit. Dadurch, dass frugale Innovationen traditionell sehr ressourcenoptimiert mit dem Leitspruch More with Less entwickelt werden, können dort entlang des Produktentwicklungs- und Entstehungsprozesses signifikant auch Kosten eingespart werden und durch die Reduktion der Funktion, durch die grundsätzliche Reduktion von Ressourcen sind diese Produkte auch nachhaltiger, weil sie einfach weniger Betriebsmittel, Betriebsstoffe auch verwenden. Auf der anderen Seite, was kommt noch dazu, ist, dass frugale Innovationen auch getrieben werden von dem Trend der Share Economy. Das heißt also, der B2C-Market, den kennt man ja, der ist schon sehr bekannt und wird auch sehr aktiv bearbeitet. Und es ist aber nur ein Bruchteil des gesamten Share Economy Volumens, denn unter der Wasseroberfläche, da schlummert ein Riese und das ist das B2B-Geschäft, das B2B-Sharing-Geschäft, wo Maschinenanlagen verliehen werden können, dass zum Beispiel in der Baubranche sich Bagger gegenseitig ausgeliehen werden. Und da sind die frugalen Innovationen genau richtig für, denn sie sind langlebig, sie sind robust, sie sind auch wartungsarm und lassen sich auch nach des Zykluses des Leihgeschäfts auch wieder sehr gut wiederverwenden. Genau, und der dritte Punkt, der dort als Treiber für frugale Innovation gesehen werden kann, ist das Thema des demografischen Wandels. Die Gesellschaft wird älter in den Industrienationen und ich selbst war als Berater in einem Automobilkonzern tätig, wo wir ein Demografieprojekt durchgeführt haben, wo es darum ging, dass die Produktionslinie an die alternde Gesellschaft angepasst werden sollte und auch die Änderung, die älter werdende Belegschaft schon antizipiert wurde von vornherein. Das heißt, es ging darum, die Anlagen modular auszugestalten. Es ging darum, die Benutzerfreundlichkeit auch im Zentrum zu stellen. Und das Gleiche gilt auch im städtischen Raum. Es muss möglich sein, für den Großteil der Bürger den Ticketautomaten bedienen zu können. Die Benutzerfreundlichkeit gerät allerdings leider oftmals in den Hintergrund. Und als Beispiel habe ich da eben schon ein paar genannt, vielleicht noch mal eins. Ich saß letztens in einem neuen Elektrowagen von einem großen deutschen Hersteller und ich konnte die Lüftung nicht anmachen. Und ich bin 30 und Digital Native und da muss man sich die Frage stellen, kann das sein oder muss die Benutzerfreundlichkeit wieder
ins Zentrum gestellt werden, der Kunde ins Zentrum gestellt werden und auf überflüssige, komplizierte, komplexe Software und Funktionen nicht vermieden, aber sie müssten trotzdem besser erklärt werden oder ja, intuitiver sein. Und da ist auch der demografische Wandel absolut ein Treiber für frugale Innovationen.